Hallo, schön, dass ihr vorbeischaut. Ja, wir lieben es, unsere Umwelt immer wieder neu zu entdecken und das machen wir meistens auf unseren Touren beim Wandern. Und wir, das sind Claudia und ich bin Sonja. Und wenn ihr Lust habt, dann kommt ihr einfach mit und begleitet uns. Es ist wieder Samstag und wir sind natürlich unterwegs auf unserer Insel. Nachdem wir gestern Abend zuvor die Wetterkarten für heute gecheckt haben, mussten wir mit Entsetzen feststellen, dass für die gesamte Insel Kreta dicke Wolken vorhergesagt waren. Bis auf eine kleine Ecke im Nordosten bei Elunda. Und da geht es natürlich jetzt auch hin. Wir fahren von Heraklion erst einmal bis nach Agios Nikolaos und dann geht es von da aus weiter nach Elunda. Und dort werden wir dann die kleine Insel Kolokitha erreichen, wo wir dann heute den Kolokitha Walk machen werden. Ja, wir sind gerade auf dem Weg nach Elunda und zwar hier im Nordosten der Insel Kretas. Denn wir wollen heute ein bisschen auf Kolokitha wandern, auf der kleinen Insel. Ja, die sieht man auch ein ganz bisschen im Hintergrund. Und ja, das ist das. Hast du noch was zu sagen? Ich sage überhaupt nichts mehr. Erzähl mal was. Erzähl mal was. Elunda, wir sind heute in der High Society Gegend unterwegs. Elunda ist wirklich hier für Kreta die High Society Ecke. World Leading Hotels gibt es dort und naja, ich finde Elunda ist eine schöne Ecke, aber es gibt noch 1000 andere schöne Ecken auf Kreta und ich würde nicht sagen, dass Elunda die schönste der ganzen Insel ist. Da gibt es auch andere wunderschöne Ecken. Was meinst du? Ja, sehe ich ähnlich, Claudia. Obwohl alleine die Kulisse hier ist natürlich schon eindrucksvoll. Ich weiß nicht, wie gut man das sehen kann. Wir werden nachher wieder ein bisschen natürlich auch Fotomaterial und Videomaterial mitbringen, sag ich mal, dass ihr einen kleinen Eindruck bekommt. Aber auch jetzt, glaube ich, hat man schon eine kleine Idee. Ja, wir fahren mal runter nach Elunda. Genau, machen wir. Los geht's. So, wir sind jetzt hier oberhalb von Elunda. Da kann man schon sehr schön die Insel Kolokitha sehen. Hier unten haben wir einen kleinen Eindruck. Hier sind einige schon der Hotels, auch ein paar nettere. Man sieht hier mit hoteleigenem kleinen Hafen und ähnliches. Im Sommer haben wir dann manchmal da ein paar sehr nette Boote liegen. Da hinten kann man die Verbindung sehen von dem kleinen Ort Elunda zur Insel Kolokitha. Da gibt es auch die Windmühlen, die ehemaligen, da kommen wir dann auch hin. Und ganz hinten in der Ferne, ich glaube, das kann man von hier jetzt aber nicht so gut sehen, haben wir dann natürlich auch die ehemalige Leprakolonie Spinalonga. Und los geht es mit unserer Wanderung hier auf der Insel Kolokitha. Es handelt sich dabei um einen 7 Kilometer langen Rundweg, den wir dann jetzt auch in Angriff nehmen werden. Wir sind jetzt schon auf dem Weg so ein bisschen auf die andere Seite der Insel. Und da befindet sich auch ein ganz schöner Strand. Ja, und schauen wir mal. Geht ein bisschen bergauf, aber noch kann man sehen, hier ist also eine Schotterstraße. Und im Sommer, muss man ehrlich gestehen, wird die auch sehr viel genutzt von Einheimischen und Urlaubern, weil die von Elunda dann dort zu dem Strand über diese Straße gelangen. Zur Kirche. Hier ist jetzt ein kleiner Pfad. Claudia läuft schon mal vor. So. Aber total nett gemacht, hä? Finde ich auch. Richtig süß.
Sind wir dann auch bei der Kirche angekommen. Ist ein bisschen windig heute. Obwohl eigentlich hier was anderes vorhergesagt war. Schau mal, wie süß. Oh ja. Das ist ja echt süß hier. Schön, ne? Ja. Gehen wir doch mal gucken. So, geht mal wieder hier so ein bisschen über Stock und Stein. Aber gut, schauen wir mal. So, sehr schön hier. Da kommt was angelaufen aus dem Dickicht. Schaut mal. Ich habe Fotos gemacht. Ja, das ist gut. Ja. So soll's sein. So, da kommt Claudia. Ich bin gespannt, welchen Weg sie nehmen wird. Ja klar, Claudia muss natürlich durch die Schlucht hier. Claudia kann nicht den normalen Weg nehmen. Das geht natürlich nicht. Ja, warum einfach, wenn es so kompliziert ist? Eben, kommen sie da wieder raus. So, und da vorne, genau, und da vorne, da ist auch die Kirche, wo wir jetzt hin wollen. Leider ist heute ein sehr windiger Tag und somit haben wir hinter der Kirche im Windschatten gefrühstückt. Nach unserem Frühstück haben wir dann beschlossen, uns die Kirche anzuschauen, aber leider mussten wir entdecken, dass diese geschlossen war und daraufhin haben wir dann langsam den Weg runter zur Anlegestelle der Kirche direkt am Meer genommen, um uns diesen dann auch anzuschauen. Und hier haben wir die kircheneigene Anlegestelle von Ajos Fokas und man kann sehr schön sehen, ja, die Fischerleute haben es sich hier sehr gemütlich gemacht und ja, genießen hier das Leben und versuchen natürlich auch den ein oder anderen Fisch zu fangen. So, bei der Kirche waren wir ja gerade. Wir sind hochgelaufen und wollen eigentlich auf die andere Seite der Kolokifa-Insel
wieder bis nach Elunda kommen. Der sogenannte Kolokitha Walk, wie man die nennt. Man sieht die kleinen Mäuerchen hier, die dienen als Abgrenzungen. Und früher hat man hier auch Korn gehabt. Man sieht diese Dreschplätze hier mit den Steinen eingekreist. Und Sonja ist vorgelaufen. Die werden wir jetzt mal kurz wieder einholen. So. Jetzt hier einmal hopp über die Mauer. Zack, zack, zack. Ja. So. Und weiter geht's hier auf dem kleinen Weg. Ach, und da oben, ich weiß nicht, ob man es sieht, da laufen ein paar Schafe. Genau. So. So sieht's aus. Es ist heute recht windig, deswegen ich weiß nicht, wie gut wir zu hören sind, wenn wir erzählen. Da kommt auch gerade Claudia. Die darf jetzt auch übers Mäuerchen klettern. Jawohl. Ja, mal gucken, ob Sonja kommt. Und, hast du einen Weg gefunden? Na klar. Ja. War ja gut gekennzeichnet. Ja, das stimmt. Ja. Obwohl das für mich ja nicht sagt. Quatsch. Alles gut. Ich komme jetzt. Ja. Wir sind eigentlich oben auf der Anhöhe. Sehr viele Mäuerchen hier. Früher auch sehr viele Hirten hier gewesen, die, so wie hier, ihre Ställe für die Schafen hatten. Schafe können wir nachher noch sehen. Da kommen wir gleich noch dran. Vorbei. Ja, wir kommen jetzt langsam hier wieder runter Richtung Windmühlen und ein fantastischer Ausblick hier. Und ich kann nur sagen, ja, auch mit der Sonne jetzt, wir haben einfach wieder Glück gehabt heute mit dem Wetter, obwohl es sehr, sehr windig war, aber keine Wolken und also alles super hier, können wir uns nicht beschweren, alles prima. Ja, wir sind hier an der Engstelle bzw. dem Damm von Elunda, der nach Kolokitha führt. Und hier gibt es, da sich Kreta im Osten langsam absenkt, eine versunkene antike Stadt, die Stadt Orlus. Die Windmühlen wurden vor allem auch während der venezianischen Zeit hier genutzt. Man hat damit das Meereswasser in die Zisternen gepumpt, die Sonne hat das Meereswasser dann verdunsten lassen und auf diese Weise haben die Menschen damals natürlich das gute Salz gewonnen, was sie dann wiederum verkaufen konnten. Jetzt mal ohne Wind im Auto. Sehr angenehm. Sehr angenehm. Hatten eine schöne Tour, aber trotz des Windes. Und ja, Wetter ist uns tatsächlich heute wieder hold, kann man nicht anders sagen. Wir kommen jetzt, wie gesagt, hier in den Ort Elunda und wir kommen auch gleich schon so ein bisschen ins
Zentrum. Ja, und da werden wir dann auch noch mal ein bisschen, ja, Stadtzentrum und werden euch dann da noch mal auch ein bisschen hier in Elunda ein bisschen was zeigen. Rechts, der Hafen. Wir sind jetzt hier direkt im Stadtzentrum von Elunda, oder im Ortszentrum. Ja, und sind jetzt hier auch direkt an dem kleinen Hafen. Man muss dazu sagen, jetzt liegen tatsächlich nur die kleinen Fischerboote hier. Im Sommer haben wir dann dort hinten natürlich dann auch die Ausflugsboote hier, die hier abfahren, die zur Insel Spinalonga, der ehemaligen Leprakolonie, abfahren. Und hier kommen wir zum Strand in Elunda. Ja, im Sommer ist hier dann auch immer ganz gut was los. Natürlich, dann kommt alles hierher zum Schwimmen und Baden. Und da hinten im Hintergrund kann man gerade noch wieder sehr schön Kolokitha sehen, ja, wo wir ja gerade herkommen. Das war es erstmal für heute. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Somit also wünschen wir euch alles Gute. Tschüss und bis zum nächsten Mal.